Ja, hallo. Hallo. Nichts geht über Freundlichkeit, sagte das Pferd. Sie wartet still hinter allen Dingen. Vielleicht kennt ihr das Buch oder habt es schon gelesen, Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie Mackesy. Es ist ein Buch voller Lebensweisheiten, so ein richtiges Plädoyer für die Menschlichkeit in unserer Welt. Und es zeigt auf, worauf es wirklich ankommt im Leben. Es ist echt wunderschön. Ja, und es brachte mich zum Nachdenken über das Menschliche im positiven Sinn. Wir stehen als Menschen in Kontakt mit anderen, miteinander, und da entsteht zwischen uns so ein Resonanzraum. Wir spüren, wenn jemand es gut mit uns meint oder eben nicht. Und das baut uns auf, schenkt uns Mut, weiterzumachen, auch wenn es manchmal schwer wird. Und das ist echt keine nebensächliche Angelegenheit. Guck, da kommt noch einer. Die sind schon wirklich schön. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 fühlen sich 65% der 18- bis 24-Jährigen einsam. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Was dieser Einsamkeit entgegenwirkt, wird berichtet, sind Interaktionen mit Freunden und Familien, aber auch kurze, freundliche Begegnungen mit fremden Menschen auf der Straße. Es wird sogar aufgezeigt, dass kleine, uneigennützige Gesten genauso wirkungsvoll sein können wie eine Therapie. Menschlichkeit, Empathie, Freundlichkeit, eine Therapie besonderer Art, die uns alle innerlich heilen und aufbauen kann. Was habe ich eigentlich erreicht?, fragte der Junge. Also du bist hier und wir sind Freunde, sagte der Maulwurf. Das ist etwas Großartiges. Ja, das ist gar nicht leicht, etwas richtig zu bewerten. Wie können wir sagen, ob wir irgendwas erreicht haben? Wir werden ja oft gefragt, wie viele Videos macht ihr, wie viele Follower habt ihr, wie viele Aufrufe kriegen die Videos, wie oft postet ihr etwas. Aber das sind ja alles Quantitätsfragen. Wovon wir aber gelernt haben, können wir ja gar nicht unsere Arbeit messen. Und schon gar nicht den Wert von uns selbst. Es geht ja nicht darum, etwas zu erreichen, sondern Menschen zu begegnen. Und wenn möglich, sie zu ermutigen, ihnen zu helfen oder auch einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja, und wenn man spürt, dass eine Verbundenheit mit anderen wächst, dass so ein Resonanzraum entsteht und sich auftut und Herz zu Herz spricht, das ist ja viel mehr als genug. Und da spüren wir eben das Geschenk des echt Menschlichen oft. Von dem Erlebnis mit unserem Gründer, Pater Kentenich, erzählt ein Priester, die Begegnungen mit ihm waren eine hohe Schule des Menschseins, so drückt er das aus. Das bedeutet, dass man in seiner Nähe ganz Mensch sein darf, sich wohlfühlen darf, sich nicht verpflichtet fühlt, etwas anderes zu sein, als man ist, etwas Künstliches zu sein oder sich zu verstecken. Man also keine Rolle zu spielen braucht. Nie in meinem Leben habe ich mich so beachtet, wichtig und angenommen erlebt, als in den Stunden, in denen ich mit ihm sprach. Freiheit und Würde hat er einfach übertragen. So beschreibt er das und er sagt noch, er war wie ein väterlicher Freund. Wann warst du am stärksten?, fragte der Junge, als ich mich getraut habe, schwach zu sein. Heute muss man Stärke zeigen, möglichst effizient sein, nahezu alles können. Und nicht wenige Menschen haben sogar Angst, von einer Maschine oder von KI überflüssig gemacht zu werden. Aber was eine Maschine oder computerunterstütztes Lernen nie können wird, das ist
menschlich sein, menschliche Werte und Gefühle haben. Und zu diesen Werten, da gehört eben Ehrlichkeit, Authentizität dazu. Auch das Zugeben können, dass wir als Menschen begrenzt sind und in unserer Begrenztheit gerade darin auch kostbar sind. Solche Situationen gibt es ja zuhauf in unserem alltäglichen Leben. Es sind oft kleine Dinge, bei denen wir uns und anderen vormachen, uns in etwas besser auszukennen, als wir es tatsächlich tun. Oder wir glauben, es allein zu schaffen und kommen dann halt doch schnell an unsere Grenzen. Es ist okay, dass wir nicht alles können. Und das zugeben zu können, das imponiert nicht selten, weil es eben eine andere Dimension von Größe auch zeigt. Die Größe und Würde des Menschseins an sich. Was willst du werden, wenn du groß bist? Fragte der Maulwurf. Freundlich, sagte der Junge. Ein interessantes Phänomen war während der Corona-Pandemie zu beobachten. Mehr als sonst wurde ja in den Nachrichten erzählt von Menschen, die sich für andere eingesetzt haben. Kleine Akte der Freundschaft und Güte haben uns etwas geschenkt, was kein Impfstoff uns schenken konnte. Hoffnung und Zuversicht. Wir haben den Wert der Verbundenheit und des Zusammenhaltes neu gelernt. Jedenfalls schien es so. Ja, in Krisenzeiten und Ausnahmezuständen, da besinnt man sich richtig auf das, was einem im Leben besonders wichtig und wertvoll ist. So könnten wir die Aussagen des Jungen in diesem Buch auch verstehen. Freundlich sein, das ist wirklich etwas sehr Großes. Und Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, das sind ja Eigenschaften, die eigentlich Gott zugeschrieben werden. Sie sind nichts Schwächliches oder Nebensächliches, sondern schenken uns einen inneren Adel, wenn wir danach handeln. Dieser Gott, der so handelt, ist der gleiche, der auf dem Berg Sinai sich offenbart als der Ich Bin da. Er ist ein Gott, der für die Menschen da ist, ganz da, auf sie bezogen und ihr Bestes wollend. Und dieser Gott beruft und befähigt auch uns, da zu sein für andere, für die Menschen, die uns am nächsten stehen, die wir gut kennen, aber auch für die, denen wir zufällig auf der Straße begegnen. Erinnern wir uns daran, dass die kleinen, freundlichen Gesten so wertvoll sein können wie eine Therapie. Wir dürfen Gott ähnlich sein, lassen andere ihn erfahren, gerade durch unser echtes, ehrliches, unverzwecktes Menschsein. Freuen wir uns also, dass Gott uns so geschaffen hat und lassen wir die Schönheit der Menschlichkeit neu aufleuchten. Tschüss. Tschüss!